Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing und zum ersten Teil des Restaurierungsvlogs unserer Yamaha TZ 250. Ja, vor gut einem Jahr ergab sich für mich die Möglichkeit, eine Yamaha TZ 250 zu kaufen. Genauer gesagt ist es eine Yamaha TZ 250S 1RK, Baujahr 1986. Das Motorrad kam aus einer Sammlungsauflösung im Nachbarland zu einem Bekannten von mir, der dann letztendlich aber doch keine Verwendung dafür hatte und sie mir sozusagen weiterverkauft hat. Ich kannte das Motorrad zunächst nur von Bildern, wusste schon im Vorfeld, dass der Zustand nicht der allerbeste ist. Dennoch habe ich mir dann an einem freien Samstag die Rampe und die Spanngurte ins Auto geworfen und die gut 300 Kilometer lange Anreise auf mich genommen, um das Motorrad selbst in Augenschein zu nehmen. Der erste Eindruck von den Bildern hat sich dann vor Ort bestätigt. Gemessen am Alter der Reifen muss das Motorrad gute 30 Jahre dort in dieser Sammlung gestanden haben. Der allgemeine Zustand hat auf ein bewegtes Leben im Rennsport hingedeutet. Ein paar Sachen haben gefehlt, ein paar Teile wurden ersetzt, aber letzten Endes war die Basis nicht so schlecht. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, hätte sich der ein oder andere möglicherweise dazu entschlossen, das Motorrad zu schlachten und die Komponenten und Einzelteile weiter zu verkaufen, um da irgendwie einen finanziellen Gewinn rauszuziehen. Aber letzten Endes muss man sagen, es wäre wieder ein klassisches Motorrad weniger in der Szene und ich glaube, die meisten wissen, dass dann solche Komponenten und Einzelteile oftmals auf Nimmerwiedersehen in irgendwelchen Sammlungen und Teilelagern verschwinden. Deswegen war es dann letzten Endes schon ein Anliegen, das Motorrad zu restaurieren und wieder auf die eine oder andere Rennstrecke zu bringen. Als die TZ dann bei uns in der Werkstatt stand, war natürlich erstmal eine genaue Bestandsaufnahme notwendig mit Hilfe von Bildern, der Ersatzteilliste musste erstmal geklärt werden, was an Originalteilen noch vorhanden ist, was im Laufe der Jahre ersetzt wurde oder was eben fehlt. Es waren Magnesiumfelgen montiert, die aber schon sehr stark korrodiert waren, sodass es mir dazu heikel war, die noch weiterhin zu fahren. Es war eine nicht mehr zu identifizierende Bremsanlage am Vorderrad montiert, die jetzt letzten Endes ersetzt werden muss. Es sind die originalen Mikuni Rundschiebervergaser gegen Keihin Flachschiebervergaser ausgetauscht worden, die ich aber zunächst aufarbeiten und beibehalten möchte. Das Unterteil der Verkleidung fehlt und eben viele Details und Kleinigkeiten, die es im Vorfeld abzuklären gab. Im nächsten Schritt wurde dann mit der Restaurierung des Motorrads begonnen und zwar zunächst erstmal damit, alles vollständig zu zerlegen, die einzelnen Bauteile und Komponenten zu beschriften, in Tüten und Kisten zu verpacken, so dass man wirklich mit dem Hauptrahmen von Grund auf neu anfangen kann, das Motorrad aufzubauen. Somit hat sich jetzt natürlich in der Zeit seit dem Kauf schon einiges getan und das möchte ich euch jetzt gerne mal in der Werkstatt zeigen. Ja, hier seht ihr jetzt mal das gestrippte Fahrwerk. Das musste jetzt zwischenzeitlich mal hier auf der Werkbank Platz nehmen, weil wir auf der Hebebühne momentan ein anderes Projekt stehen haben. Dazu demnächst natürlich mehr. Der Hauptrahmen wurde soweit komplett gereinigt und schon wieder mit einem gleichmäßigen Finish versehen. An den Unterzügen mussten 2 Vibrationsrisse instand gesetzt werden. Einer der Motorhalter musste instand gesetzt werden und ein gebrochener Verkleidungshalter musste neu angeschweißt werden. Des Weiteren ist das Fahrwerk schon mit neuen Lenkkopflagern versehen. Die Vorderradgabel ist komplett überholt worden, neu abgedichtet, mit neuem Öl befüllt. Das hintere Federbein wurde von einem Fachbetrieb komplett überholt, ist wieder wie neu. Ich habe bereits die originalen Fußrasten besorgen können, die sind schon montiert.
Brems- und Schalthebel sind überarbeitet, ebenso die Träger für die Fußrasten. Und somit ist das Fahrwerk jetzt bereit für die weitere Montage auf der Hebebühne. So, hier sieht man jetzt den aktuellen Stand bei der Überarbeitung des Motors. Die Getriebewellen sind bereits geprüft, sind mit neuen Lagern, einem neuen Simmering versehen. Die unten liegende Ölpumpe ist komplett durchgeschaut, schon wieder eingebaut, der Deckel dazu mit einer neuen Dichtung versehen. Die Kurbelwelle ist aktuell im Fachbetrieb zum Überholen. Beim Zerlegen hat sich gezeigt, dass diese Zwischenwelle hier unten an den Zahnflanken ziemlich in Mitleidenschaft gezogen war, ziemlich starke Ausbrüche gezeigt hat. Da hatte ich das Glück, die nochmal als neues Originalersatzteil in Japan zu bekommen. Wie man sieht, ist die schon eingebaut, ebenfalls mit neuen Lagern versehen. Die weiteren Anbauteile sind, wie man hier sehen kann, noch in Kisten verpackt. Die werden dann parallel nach und nach auch aufgearbeitet, um den Motor dann wieder Stück für Stück zu komplettieren. Ich konnte mir in der Zwischenzeit noch einen zusätzlichen Satz Zylinder mit Köpfen besorgen, auch noch in Kisten verpackt, der dann nachher draufkommen wird. Zudem eine komplette Kupplung in sehr gutem Zustand, da auch hier die montierte Kupplung ziemlich stark verschlissen und eigentlich überhaupt nicht mehr zu gebrauchen war. Also was Teile betrifft, sieht das momentan sehr gut aus und da bin ich aktuell zuversichtlich, dass der Motor bei Zeiten wieder komplett ist und ins Fahrwerk eingebaut werden kann. Ja, das war der erste Teil des Restaurierungsvlogs zur Yamaha TZ 250. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der Yamaha TZ, abonniert unseren Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.